Sollen jetzt alle einmal bitte einschlafen? This game belongs to. Enter name. Okay. Naira. Meins. Ich weiß übrigens selber nicht genau, was es ist. Also ja, das passt schon. Das glüht. Ich soll denken? Ne, denken kann ich nicht. Bedeutet das? Weiß ich auch nicht. Aufnahme gewechselt? Ja. Oh, Download schmiert ab. Das ist aber nicht gut. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Also, ich soll schon wieder denken. Okay. Bin das ich? Ich weiß nicht. Anscheinend. Mach Regenbogenlichter. Hui. Was bin ich? Ein Leuchtelicht? Ich würde sagen ein Leuchtelicht, oder? Ich bin ein Schwein. Ja, das ist mein Sternzeichen. Das passt also. Polarlicht. Was ist das? Oh. Ich kann laufen. Was ist das? Oh, guck mal, das läuft genauso. Hui. Ich rolle. Rolle, 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 rolle. Hallo Naira, du hast mich gefunden, endlich. Wir haben auf dich für eine sehr lange Zeit gewartet. Meine Gedanken hatten das Dingens-Icon. Du sollst dann noch Ausschau halten. Wir sind hier, um dir zu zeigen, was du kannst. Hey, geh doch nicht so schnell weg, ich drück nicht mal X. Viel Glück, danke. Willkommen zurück bei Minecraft, heute ohne Pilzbiome. Da ist noch so eine komische Wolke. Also da ist eine Wolke, da auch. Da! Hui! Ein Schweinchen. Roll, 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 roll. Alles singt. Okay. Singen ist wie alle Dinge kommunizieren. Singen hilft, Dinge zu finden oder einander aus dem Weg zu gehen. Das hängt zwischen den Verbindungen zwischen bestimmten Dingen zusammen und bla. Okay. Ich soll jeden Tag singen. Okay, okay. Und der Baum will hören, wie ich klinge. Und wenn andere Dinge mich hören, singen sie vielleicht zurück. Okay. Ich soll Space drücken zum Singen. Wunderschön. Der bewegt sich von alleine. Ich werde mal schlafen gehen. Gute Nacht zusammen und träumt süß. Von Sauerkraut. Danke, du auch. Danke, dass du da warst. Ich schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ich schwöre, ich tue nichts. Der bewegt sich von alleine. Oh, nicht ganz raus, wo ich hin soll. Da. Ich kann grunzen. Grunzen. Ich weiß nicht, wie weit zurück Schweine gehen. Was? Boah, Trillionen von Generationen von Schweinen, die miteinander vermischt wurden. Wie, was?
Ja, es ist voll toll, dass ich das geschafft habe und endlich hier bin. Was? Die anderen Schweine hier sind Reflexionen, was ich mal war. Jeder mit den eigenen Träumen und ihrem eigenen Leben zum Leben. Okay. Wenn ich andere Schweine treffe, werde ich mich manchmal unzertrennlich von ihnen fühlen. Untrennbar? Und werde finden, wo ich wirklich anfange oder ende. Andere Schweine sind in der Nähe. Join them by pressing and holding. Okay. Wo sind denn die anderen Schweine? Ich soll denen beitreten. Ich soll mich mit denen anfreunden. Oink. Oink, oink. Hi. Whee! Hier! Aber das sind doch Schweine, oder nicht? Ich glaube, das sind nicht die Schweine, die ich suche. Bin nicht. Tschüss. Bäh. Hallo? Schweinchen? Ich glaube, ich rolle im Kreis. Ich finde es toll, dass die durch die Gegend rollen. Roll, 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 roll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hi. Was? Zu blöd dafür.
Ja, Chinesisch, was? Ups, Entschuldigung. Hm? Zu so einem anderen Gedankending kann ich auch nicht. Ich hab auf Bild mit. Noch andere Schweinchen. Ui. Wieder vielleicht? Oh. Juhu! Ich hab eine Armee! Wow! Und jetzt? Schweinchenarmee! Oh ja, voll die Band. Geil. Oh, guck mal, es leuchtet bunt. Da bist du ja. Wer ich? Nein, 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 nein. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, den du nehmen kannst. Während du erkundest, wirst du feststellen, dass Teile von dir ihren eigenen Weg gehen müssen. Weil du nicht alles auf einmal kontrollieren kannst. Zumindest noch nicht. Oh, ich soll versuchen, ein paar Sachen loszulassen. Nein! Tschüss. Tschüss. Aber nur eins. Nicht mehr. Nimm's gleich wieder mit. So, wo muss ich hin? Kein Plan. Ui. Schweizarmee! Entschuldigung. Ich hab das Gefühl, ich muss ein paar mehr loslassen. Ich will aber nicht. Ja, wo muss ich hin? Weiß nicht. Und einfach weiter. Übernehmen! Weiß es nicht.
Oh, es kann übrigens sein, ich bin mir unsicher, dass ich Ende des Monats euch wieder ein Spiel zeigen darf. Was ich dann bekomme und darf euch das dann zeigen. Also es wäre zumindest voll cool, wenn ich da das machen darf. Da muss ich hin. Speedroll! Was ich mit den ganzen kleinen Sachen hier mache, weiß ich nicht. Ah, die Pflanzen und kleinen Kreaturen. Bist du hier für sie oder sind sie hier für dich? Weiß nicht. Es ist schwer vorzustellen, dass alles hier füreinander da ist. Weil du kannst ja alles nur aus der Sicht eines Schweines sehen. Nur so wie ich alles aus der Sicht eines Steines sehe. Aber wenn du willst, kannst du immer Dinge sehen von einem kleineren Point of View. Was? Ich soll es versuchen. Ich soll zu etwas Kleinem hingehen, die Maus drücken. Okay. Ich bin eine Pflanze. Cool. Boah, ich kann wachsen. Guck mal. Alter. Woo. Oh, Alter, ich will die Pflanze mitnehmen. Wow. Wuhu. Entschuldigung. Hey, wir sind bei Grounded gelandet. Dieses Spiel ist merkwürdig, ja, oder? Liebe. Ich soll was Kleineres als Moos finden. Okay. Nein, jetzt nicht. Ich will das da. Ich will damit reden. Hallo, Freund. Es scheint, als hättest du Sachen von einem kleineren Sichtfeld gesehen. Ja, irgendwie, ja. Jetzt wunderst du dich vielleicht, wie es ist, wenn du größer bist. Ja. Out of all the points of view. Von allen. Aber wie soll man das richtig übersetzen? Ach, keine Ahnung, ihr versteht das bestimmt. Ich kann Musik machen. Krass. Hallo, ich existiere. Was?
Da ist ein Käfer. Ja, ich bin größer. Das Ding kann ich nicht übernehmen. Ich bin ein Stein. Stein. Roll, 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 roll. Und ein Baum. Pflanz, pflanz, pflanz. Pflanz mich einfach um. Das ist okay, oder? Ich bin ein Wald. Vorsicht, Fortpflanze der Wahrheit. Kann noch größer werden. Habe ich jetzt nicht verstanden. Hallo Insel. Was geht? Was ist denn das? Rutsch da mal rüber, ja? I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background about the basic ideas which influence our everyday common sense, our fundamental notions about what life is about. Ideas of the world which are built into the very nature of the language we use and of our ideas of logic and of what makes sense altogether. And these basic ideas I call myth, not using the word myth to mean simply something untrue, but to use the word myth in a more powerful sense. A myth is an image, in terms of which we try to make sense of the world. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Wolken. Ach schon. Zu kalt. Ich bin eine Insel angefreundet. Was? Ich bin ein Planet.
Ab in die Sonne! Ich bin eine Sonne. Ich werde alles zerstören. Zerstören! Oh. Fancy. Ich bin verwirrt. Aber das sieht doch ganz schick aus. Will das da oben sein? Es glitzert. Na gut, dann nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Was bin ich denn jetzt? Okay. Was ist das? Hä? Was bin ich? Da ist eine Wolke. Was? Ich bin hinter Raum und Zeit oder so. You, as a human being, you grow out of this physical universe in just exactly the same way that an apple grows off an apple tree. So let's say the tree which grows apples is a tree which apples, using apple as a verb. And a world in which human beings arrive is a world that peoples. And so the existence of people is symptomatic of the kind of universe we live in. Ich bin ein Bakterium? Hair on a head is symptomatic of what's going on in the organism. But we have been brought up not to feel that we belong in the world. Ich muss jetzt irgendwas gigantisch sein, oder nicht? Popular speech reflects it. We say, I came into this world. You didn't. You came out of it. We say, face facts. We talk about encounters with reality. As if it was a head-on meeting of completely alien agencies, and the average person has the sensation that he is a somewhat that exists inside a bag of skin, a center of consciousness, which looks out at this thing, and what the hell's it going to do to me? I recognize you. You kind of look like me, and I've seen myself in a mirror, and you look like you might be people. So maybe you're intelligent. Maybe you can love too. And perhaps you're all right. Some of you are anyway. Bin ich jetzt eine You have the Milbe? right color of skin, or you have the right religion, or whatever it is. Milbenparty. But there are all those people over in Asia, Africa, and they may not really be people. When you want to destroy someone, you always define them as unpeople. Du gingst irgendwann wieder von groß auf klein. Ja, ich glaube, irgendwann war ich zu groß und dann habe ich wieder klein angefangen. Wisch. Tada, ich bin zurück. Lass mich raten, ich bin ein Kristall.
ist das? Hallo? Ich habe zwar nicht aufgepasst, was ich bin, aber hey, ich mache lustige Geräusche. Baby Holaria, was auch immer. Husch. Party. Ich bin verwirrt. Aber warum habe ich keine Musik mehr? Was ist denn das? Ich? Da, guck mal. Was ist das? We have this hostility to the external world because of the superstition, the myth, the absolutely unfounded theory that you yourself exist only inside your skin. Now, I want to propose another idea altogether. Billions of years ago, you were a big bang. But now you're a complicated human being. But so we define ourselves as being only that. If you think that you are only inside your skin, you define yourself as one very complicated little curlicue, way out on the edge of that explosion, way out in space and way out in time. And then we cut ourselves off and don't feel that we're still the Big Bang. But you are. Depends how you define yourself. You are actually, if this is the way things started, if there was a Big Bang in the beginning, you're not something that is a result of the Big Bang. You're not something that is a sort of puppet on the end of the process. You are still the process. Würdest du sagen, das ist nicht die Erde? The original force of the universe coming on as whoever you are. See, when I meet you, I see not just what you define yourself as, Mr. So-and-so, Miss So-and-so, Mrs. So-and-so. I see every one of you as the primordial energy of the universe coming on at me in this particular way. I know I'm that too. But we've learned to define ourselves as separate from it. Entschuldigung. Was ist das? Was ist das? Komm wieder zurück. Komm zurück. Gesundheit? Ja. Ich hatte mich stumm gestellt extra. Ich will aber nicht mit anderen irgendwas machen. Okay, man kann sich auch anders mischen. Okay, hau raus. Tanzen! Okay. Tanzen braucht immer 2 Leute, aber je mehr, desto besser. Alles tanzt ein bisschen anders. Okay. Noch tanzende Inseln gesehen? Hier, tanzende Inseln.
Ein neues was? Ah, Babyinsel. Oh, Babykinder. Was? Langsam wird's wie heißt denn das? Inzest. Okay. Busch. Ich bin eine Unterwasserpflanze. Mach jetzt Kinder. Seegras. Baby Seegras. Reicht wieder. Hui. Da kommt mal Fische. What I would call a kind of a basic problem we've got to go through first is to understand that there are no such things as things. That is to say, separate things. That is only a way of talking. If you can understand this, you're going to have no further problems. I once asked a group of high school children, what do you mean by a thing? And first of all, they gave me all sorts of synonyms. They said it's an object, which is simply another word for a thing. It doesn't tell you anything about what you mean by a thing. Finally, a very smart girl who was in the group said a thing is a noun. And she was quite right. A noun isn't a part of nature, it's a part of speech. There are no nouns in the physical world. There are no separate things in the physical world either. See, the physical world is wiggly. The clouds, mountains, trees, people are all wiggly. And when human beings get working things, they build buildings in straight lines and try and make out that the world isn't really wiggly. But here are we sitting in this room all built on straight lines, but each one of us is as wiggly as all get out. Eine Schuppe? Sag mal, dass ich eine Schuppe bin. Sag ich doch. Hui. Okay, klar. Was bin ich? Yep. Eine Bakterie. Ja. Blubberbläschen. Ich werde dann aber auch so langsam ziemlich müde. Wünsche eine gute Nacht und Träumsüß und Sauerkraut. Danke, dir auch eine gute Nacht und schlaf gut. Danke, dass du da warst. So. Nicht aufgepasst, was ich bin. Ist ja egal. Was ist das? Wow. Jo, Freunde.
Schon. Mhm. Boah. Bin ich DNA? Ja, ich bin DNA. Rein da. Ich will Freunde haben. Das ist merkwürdig. Eine 3D-Struktur. Was bin ich jetzt? Ein Boson. Oh, Blitzerwolke. Ein Superstar-Cluster. Leichter. Blitzerwolke. Hey du. Help me more. Now then, when you want to get control of something that wiggles, it's pretty difficult, isn't it? You try and pick up a fish in your hands, and the fish is wiggly and it slips out. What do you do to get hold of the fish? You use a net. And so the net is the basic thing we have for getting hold of the wiggly world. A net is something regular. And I can number the holes in a net. So many holes up, so many holes across. And if I can number these holes, I can count exactly where each wiggle is in terms of a hole in that net. But in order to do that, I've got to break up the wiggle into bits. And I've got to call this a specific bit, and this the next bit of the wiggle, and this the next bit, and this the next bit of the wiggle. And so these bits are things which I mark out in order to talk about the wiggle, in order to measure it, and therefore in order to control it. But in nature, in fact, in the physical world, the wiggle isn't bitted. So the world doesn't come thinged. You and I are all as much continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean. The ocean waves, and the universe peoples. And as the wave, I wave at you and say, you! The world is waving at me with you. Was bin ich? And saying, hi, I'm here. But the way we feel and sense our existence, being based on a myth that we are made, that we are parts, that we are things, our consciousness has been influenced so that each one of us does not feel that. So, man würde gerne noch ein schwarzes Loch sehen, aber wo finde ich denn sowas? Literally hypnotized by social convention into feeling and sensing that Da muss ich hier in die Dinger rein, oder? That we are not the original bang, but just something out on the end of it. And therefore we are scared stiff. Because my wave is going to disappear. And I'm going to die. Bin ich hier schwarzes Loch? Gibt schwarze Materie. Ja gut. Dunkle Materie, Entschuldigung. Hier mal rein. Klar.
Uisch. Die Frage ist, gibt es hier sowas? So, dass du dafür wieder eine Stufe größer musst. Okay. Mal größer. Das ist ja dunkle Materie. Gut. Was ist das? Was bist du? Eine Supernova. Woo! Was willst du da hinten? You are a fluke. You are a separate event. And you run from the maternity ward to the crematorium, and that's it, baby. Now, why does anybody think that way? There's no reason to, because it isn't even scientific. It's just a myth. Ah. And it's invented by people who wanted to feel a certain way. They want to play a certain game. Camus said there is only really one serious philosophical question, which is whether or not to commit suicide. Should you or not commit suicide? This is a good question. Why go on? And you only go on if the game is worth the candle. Now, the universe has been going on for an incredible long time. And so, really, a satisfactory theory of the universe has to be one that's worth betting on. That's seems to me absolutely elementary common sense. If you make a theory of the universe which isn't worth betting on, why bother? Just commit suicide. But if you want to go on playing the game, you've got to have an optimal theory for playing the game. Ne, jetzt bin ich wieder zu groß.
Oder zu klein? Oh, was ist das? Da vielleicht? Oh, das sah eben spektakulärer aus. Nein! Mist. Wieder kleiner. Ach, Menno, jetzt bin ich wieder woanders. Kacke. Menno. Ich glaube, die haben kein schwarzes Loch. Guck mal, das ist ein Neutronenstern. Oh, was ist das denn? Oh, das ist der Neutronenstern, aber... Ein Neutronenstern. Was ist das? Komischer Punkt, der aussieht, als würde er Dinge einsaugen. Was bist du? Dann gucken, ob du in den Galaxien differenzieren kannst, damit eine Galaxie ist immer schwarz. Pulsar, interessant. Darf ich wieder ein Neutronenstern sein? Wo ist mein Neutronenstern hin? Halt! Doch nicht. Das ist eine Galaxie. Wenn ich jetzt in die Galaxie reingehe, ist hier eine Sonne. Mal raus. Oh. Muss man wohl echt ein einzelnes schwarzes Loch finden? Ich glaube auch. Was ist das? Was bin ich? Ein Planetensystem?
If there is any such thing at all as intelligence and love and beauty, well, you found it in other people. In other words, it exists in us as human beings. And as I said, if it is there in us, it is symptomatic of the scheme of things. We are as symptomatic of the scheme of things as the apples are symptomatic of the apple tree or the rose of the rose bush. The earth is not a Oh, ich möchte mehr als gesehen. Was? Hier drin oder draußen? With living organisms, any more than your skeleton is bones infested with cells. The earth is geological, yes, but this geological entity grows people. And our existence on the earth is a symptom of the solar system and its balances, as much as the solar system in turn is a symptom of our galaxy. And our galaxy in its turn is a symptom of the whole company of galaxies. Goodness only knows what that's in. Juhu, ich sollte nicht vergessen, ich kann tanzen. Obwohl nicht so schwer sein, einen dunklen Punkt mit hellen Kringeln zu finden. Anscheinend schon. Punkt mit hellen Kringeln, dunkler Punkt mit hellen Kringeln. Dunkler Punkt mit hellen Kringeln. Du hast auf der Ebene schon fast alles bei der Welt. Ernsthaft? Cool. Manchmal schlafen. Dunkler Punkt mit hellen Kringeln. Dunkler Punkt mit hellen Kringeln. Irgendwie 70% stand da vorhin. Ja dann. Easy. Hab ich schon. Was ist das? Gibt's da was Neues?
when, as a scientist, you describe the behavior of a living organism, you try to say what a person does. It's the only way in which you can describe what a person is. Describe what they do. Then you find out that in making this description, you cannot confine yourself to what happens inside the skin. Jetzt das Ende des Universums. In other words, you can't talk about a person walking unless you start describing the floor. Because when I walk, I don't just dangle my legs in empty space. I move in relationship to a room. And so, in order to describe what I'm doing when I'm walking, I have to describe the room. I have to describe the temperature. So, in describing my talking at the moment, I can't describe this just as a thing in itself, because I'm talking to you. And so, what I'm doing at the moment is not completely described unless your being here is described also. So, if that is necessary, if, in other words, in order to describe my behavior, I have to describe your behavior and the behavior of the environment, it means that we've really got one system of behavior. That what I am involves what you are. I don't know who I am unless I know who you are. Hab ich schon. And you don't know who you are unless you know who I am. In other words, we're not separate. We define each other. We're all backs and fronts to each other. We and our environment. Ist doch nicht. And all of us and each other are interdependent systems. We know who we are in terms of other people. We all lock together. And this is, again and again, the serious scientific description Irgendwas fehlt hier noch. of how things happen. Gute Nacht. Schlaf gut. And any good scientist knows that what you call the external world is as much you as your own body. Na, ach, das gibt's doch nicht. Nein, ich will nicht kleiner. Los. So, die auch schon. Mann, 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 Mann. Gibt's doch nicht. Ich find's einfach nicht. Ich schon? Ja. Langweilig. Ich auch, ne? Ja. Ja, hatte ich alle schon. Mies. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es was Kleineres als mich gibt. Das hatte ich noch nicht. Was bist du? Ein globularer Cluster. Interessant. 90%, ja, leck mich. Ah, es fehlt immer noch was. Das da. Was bin ich? Ja, ich habe alle Galaxien. Ciao.
Hallo? Reagierst du? Hallo, ich stehe direkt vor dir. Reagier. Danke. Your skin doesn't separate you from the world, it's a bridge through which the external world flows into you, and you flow into it. Just, for example, as a whirlpool in water. You could say, because you have a skin, you have a definite shape, you have a definite form. The whirlpool is a definite form, but no water stays put in it. The whirlpool is something the stream is doing. And exactly the same way, the whole universe is doing each one of us. And I see you today, and I recognize you tomorrow, just as I would recognize a whirlpool in a stream. I'd say, oh yes, I've seen that whirlpool before. It's just near so-and-so's house on the edge of the river, and it's always there. So in the same way, when I meet you tomorrow, I recognize you, you're the same whirlpool you were yesterday. But you're moving. The whole world is moving through you. All the cosmic rays, all the food you're eating, the stream of steaks and milk and eggs and everything is just flowing right through you. When you're wiggling the same way, the world is wiggling, the stream is wiggling you. Was bin ich? But the problem is, you see, we haven't been taught to feel that way. The myths underlying our culture and underlying our common sense have not taught us to feel identical with the universe, but only parts of it, only in it, only confronting it, aliens. And we are, I think, quite urgently in need of coming to feel that we are the eternal universe, each one of us. Oh, okay. Otherwise we're going to go out of our heads. We're going to commit suicide, collectively, courtesy of H-bombs. And, all right, supposing we do, well, that will be that, and there will be life making experiments on other galaxies. Maybe they'll find a better game. So. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Ja, Pause. So nach 5,5 Stunden muss ich auch mal aufs Klo. So. Frage ist, finde ich das, was ich hier suche, überhaupt? Irgendwie hauen die Planeten alle vor mir ab. Nur weil ich die Sonne bin. Nee, wie nee? Ah. Was? Guck mir nochmal unser Dingens an. Ist der noch hier irgendwo? Ja! Planetensystem. Das ist ja spannend. Ein Asteroid. Laufen lassen. Ih.
Unfair, ich hatte eben einen mit einer blauen Sonne. Komm schon. Gemein. Ja. Was willst du da unten? I wonder if it's ever struck you how curious a thing it is that most of the things that we experience we regard as things that happen to us, which we ourselves do not originate, which are events expressing some sort of power or activity that is external to ourselves. And if you consider that, you realize that what you mean by yourself is rather narrowly circumscribed. Even events that go on in our own bodies are put in the category of things that happen to us in the same way as things that go on in the world outside our skins. If there's a thunderstorm or an earthquake, well, it happens to you. You're not responsible for it. But so in the same way, when you have hiccups, you didn't plan on it. If you have belly rumbles, you had no intention of doing it. And as to the catastrophic act of getting born, well, you had nothing to do with that. And you can spend all your life blaming your parents for putting you in the situation in which you find yourself. And this way of looking at the world in this sort of passive mood as something that happens to you goes right down to our general feeling about life. It goes down to the way in which we have been accustomed to look at human existence as a precarious event in a cosmos that, on the whole, is depicted as being completely unsympathetic and alien to our existence. Nein, ich hatte doch gerade eben noch einen Planeten, den ich noch nicht hatte. Menno. Da. Lass mich raus. Nein. Mist. Das wollte ich jetzt aber nicht. Oh, da kann ich nicht rein, das ist doof. Okay. Ach, das ist das gleiche wie eben. Mist. Nein. Ah, ich krieg das hin. Auch nicht rein. Du. In den Neutronenstern komme ich auch nicht rein. Gute Nacht. Schlaf gut. Na gut. Ah, hier gibt's neue Sachen. Yay. Ich habe schon lange nicht mehr getanzt. Ja, das kommt vor. Danke.
91% der Planeten. Oh, cool, Flugzeug. Hui, Raumschiff. Hui. Entschuldigung. In die Sonne. Alles kreist um mich herum. Lala. If you're reared with a 20th century, or shall we say an early 20th century common sense, which is based on the philosophy of science of the 19th century, you regard yourself as an accident, a biological accident, in a stupid universe, which is mechanical, but has no feelings. A vast, pointless gyration of radioactive rocks and gas in which you happen to occur. Of course, if you don't have that point of view and you are more traditional, you look upon yourself as a child of God. And therefore under authority. In other words, there's a big boss on top of all this. Lass mich mal rein. And you better watch your P's and Q's, because that Almighty is looking after you. With the attitude of this is going to hurt me more than it's going to hurt Das you. wollte ich noch nicht. And when you look at the world in that image, or in the other image that it's a stupid mechanism, either point of view you take, you don't really belong. You're not really part of all this. Or to put it in the strongest possible way, it is quite alien to our thought that the external world, which is defined as something that happens to you, and your body itself as something that you get caught up with, it is quite alien to consider all that as you yourself. Because you see, we have such a myopic view of what oneself is. Hoppala. So, haben wir noch was, was ich nicht kenne? Sieht nicht so aus. Ciao. Gut. Stern bringt mir nichts, das bringt mir auch nichts. Kann man es ja mal und rein da. Nein. Ja, hier sind noch Sachen, die ich nicht kenne. UFOs! Ja. Ja, damit das Spiel glücklich ist, tanzen. Baby UFO. Hoppala. Und das kenne ich auch noch nicht. Ah, ich bin eine Sternschnuppe, glaube ich. Ja, Komet. Eben war das noch mehr, was ich nicht kannte. Da. Jetzt Sternschnuppe? Kleiner Komet?
Großer Komet. Okay. Usch. Vorsicht, hier fliegt eine fette Sonde durch. Und tschüss. Fühle mich verfolgt. Aber bestimmt nur minimal. Miep. Was ist dies da? Ein Satellit. Now, we come here to an extremely important principle, which is the different points of view you get when you change your level of magnification. That is to say, you can look at something with a microscope and see it a certain way. You can look at it with the naked eye and see it in a certain way. You look at it with a telescope and you see it in another way. Ach, Now, Scheiße. which level of magnification is the correct one? Well, obviously, they're all correct. They're just different points of view. When we examine our bloodstreams under a microscope, we see there's one hell of a fight going on. All sorts of microorganisms are chewing each other up. And if we got overly fascinated with our view of our own bloodstreams in the microscope, we should start taking sides, which would be fatal, because the health of our organism depends on the continuance of this battle. What is, in other words, conflict at one level of magnification is harmony at a higher level. Now, could it possibly be, therefore, that we, with all our problems, conflicts, neuroses, sicknesses, political outrages, wars, tortures, and everything that goes on in human life, are a state of conflict, which can be seen in a larger perspective as a situation of harmony? Da war eben noch was Unbekanntes. Mist. Voll gemein. Gibt man einmal das Falsche an. Ah. Schon bei der Wolke. Die anderen Sachen waren auch gerade bei der Wolke. Wolke! Komm her! Halt nicht. Ist da hier hinten? Ne. Gut, ich versuche es ja schon woanders. Das ist bestimmt einfacher. Nicht. Und rein.
Ich sehe hier richtig viel. Kartoffeln. Hey Wolke. Lass mich raten, ist die gleiche wie eben, aber ein anderer. Was ist das? Geh dahin. Schön super. Hey du! And you can say, aha, at last I see, I got the point. I've seen how all this makes sense. But what this insight depended upon was your overcoming the illusion that space separates things. That is to say, the space, the interval between your body and mine. The interval created by birth at one end and death at the other. And then after somebody's death, then somebody else's birth. These are events with intervals between them. And normally we regard these intervals in time and these intervals in space as having no importance, no function. We tend to see the universe itself as really consisting in all the stars and galaxies. That's what it is. That's what we notice. But the space in which all this happens is sort of written off as something that isn't really there. But what one has to realize is that the space is an essential function of the things in the space. After all, you can't have separate stars unless there is a space around them. Eliminate the space and you will see you couldn't have this phenomenon at all. And vice versa. You couldn't have the space. They wouldn't be there in any sense whatsoever if there weren't the bodies in it. So the bodies in the space and the space are two aspects of a single continuum. They're related together in exactly the same way as a back and a front. And you just don't get one without the other. Ups, Mist. Nein! Lass mich raus. Ja, passt. Der Asteroid ist nicht ein bisschen zu nah an der Sonne. Aber ich würde sagen, ich mache auch mal aus. Bin ich auch müde? Nur noch einmal dahin. Das kenne ich schon. Was bist du? Was bin ich? Elektron!
bin sehr verwirrt. Ja, aber sonst ist alles super. Das. Komm, texte mich nochmal vor. So the moment you see that intervals, that space is connective, you can understand at once how you are not just to be exclusively defined as a flash of consciousness that occurs between two eternal darknesses. That you consider that in the darkness that comes before your birth, there was no you, and in the eternal darkness that follows your death, there is likewise no you. And I'm going to discuss these matters not by appealing to any special spooky knowledge, as if I had been traveling on the higher planes and knew all my previous incarnations and therefore could tell you authoritatively that you are much more than this individuality. I'm going to do it on a basis of complete common sense, that everybody has access to the facts. Mehr finde ich hier aber gerade auch nicht. Gut. Dann. Dankeschön. Ich bin genau das. Boah. 3D fehlt uns. 3D, 3D-Strukturen. Alter, hier fehlen uns alle. Aber hey, wir haben die Galaxie. Zeugs gibt. Alter, finde. Gut. Dann. Ja, speichern können wir machen. Danke ich mich fürs Zugucken und dabei sein. Und wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.